Moin! Heute zeige ich euch, wie man Natto machen kann. Natto bedeutet fermentierte Sojabohnen. Das ist ein traditionelles japanisches Gericht. Es dauert seine Zeit, es zu machen, aber es ist sehr gut für die Gesundheit. Wir kochen mit Yuki und Yuki kocht mit uns. Was wir brauchen, sind nur getrocknete Sojabohnen und einige Stücke essbare Blätter. Zuerst waschen wir die getrockneten Sojabohnen und lassen die Sojabohnen mehr als 8 Stunden im Wasser einweichen. Hier sind die Sojabohnen, die für eine Nacht eingeweicht wurden. Alle Becher und Kochwaren müssen mit heißem Wasser desinfiziert werden. Die Sojabohnen dampfen oder kochen wir in heißem Wasser, bis die Bohnen weich werden. Wenn ihr einen Schnellkochtopf habt, verwendet ihn, weil es sonst ca. 2 oder 3 Stunden dauert. Es ist auch eine gute Idee, Bier zu trinken, während wir die Bohnen kochen. Wenn die Bohnen weich werden, müssen wir die trocknen lassen. Und wir müssen die Bohnen für 24 Stunden irgendwo bei etwa 40 Grad mit irgendeiner Art von essbaren Blättern oder Kräutern gemischt aufbewahren. Ich habe heute Petersilien verwendet. Ich benutze die Wärmspeicherfunktion des Reiskochers, um die Bohnen bei 40 Grad zu halten. Das Papier unter dem Deckel verhindert, dass zusätzliches Wasser auf die Bohnen tropft. Hier sind die Bohnen nach 24 Stunden. Auf ihnen tragen Falten auf und sie wurden weißlich. Wir decken sie mit Plastikfolie oder einem Deckel ab und stellen sie für 2 Tage zur weiteren Fermentation in den Kühlschrank. Es tut mir leid, dass ich euch den Geruch von Natto nicht zeigen kann, aber wenn es nach normalem Natto riecht, ist es ein Erfolg. Wenn es seltsam riecht, ist es ungenießbar. Man sagt, Natto ist einen Monat im Kühlschrank haltbar oder man kann es auch einfrieren. Es schmeckt gut mit ein bisschen Sojasauce. Sugoi. It tastes like real natto.